Ja, schön, dass du wieder einschaltest. Das hier ist der 4. Teil der Serie und ich mache mal wieder einen kleinen Rückblick auf die letzte Folge. Da habe ich mit einer Heatgun die Temperatur an den Krümmern gemessen, um zu schauen, ob die Zylinder alle mitlaufen, und hatte hier so ein Prüftool. Und da konnte man im Video sehen, dass dort oben in dem weißen Kreis ein Funken übergesprungen ist an den Block und die Zündkerze deswegen nicht gezündet hat. Den Tank musste ich leeren, weil da sehr viel Wasser reingelaufen war. Das Auto hatte ja lange gestanden. Und ich habe deswegen auch einen neuen Benzinfilter vorne installiert. Und nachdem ich den Tank gespült hatte mehrmals, war der auch wieder soweit ganz okay im Inneren. Ich habe dann vorne geschaut, dass keine Rostpartikel mehr reinkommen und habe den Motorraum ein bisschen aufgehübscht, damit er auch ordentlich aussieht. Ja, dann habe ich die Zündfolge erklärt bei Chevy und wie die Zylinder gezählt werden und eben auch die Zündfolge hier im Verteiler im Uhrzeigersinn erklärt. Dann konnte ich feststellen, dass eins der Zündkabel falsch gesteckt hat und da zwei vertauscht waren. Und deswegen setze ich da jetzt an und jetzt geht es weiter beim 4. Teil. C3-Projekt, und ich habe heute tatkräftige Unterstützung vom Lukas. Servus. Der hilft mir heute und wir machen jetzt weiter hier am Motor. Ja, wer beim 2. Teil vom Video sehr aufmerksam war, der hat vielleicht gesehen, als ich dieses Prüftool verwendet habe, da war hier an dieser Zündkerze das Phänomen, dass wir nur manchmal Zündfunken an dem Prüftool gesehen haben. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass der Zündfunke im unteren Bereich, hier unter dem Motorlager, übergesprungen ist vom Kabel an den Block. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt das Zündkabel an sich wechsle. Und da muss man hier bei diesem Motor eine Abdeckung für abmachen, und dafür heben wir das Auto mal an, damit wir diese Abdeckung entfernen und das Zündkabel wechseln können. Es haben mich natürlich einige Leute auch gefragt, warum machst du denn nicht direkt alle Zündkerzen neu und warum wechselst du nicht die Zündkabel direkt alle, und den Verteilerläufer kann man erneuern und natürlich auch die Verteilerkappe direkt mit. Und das ist natürlich auch richtig. Also man kann natürlich bei so einem alten Auto immer alles direkt erneuern. Aber das ist genau der Punkt. Ich wollte hier bei diesem Fahrzeug eben auch zu Demonstrationszwecken zeigen, wie man bei einer Fehlersuche jetzt vorgehen würde, wie man Schwachpunkte eliminiert und wie man dann sich langsam eben dem Ziel nähert, dass man so ein Auto wieder zum Laufen bringt. Und ob das Fahrzeug dann nachher nochmal auf die Straße kommt oder ob das restauriert wird, das soll mein Freund und Bekannter entscheiden, und wir stimmen uns da gemeinsam ab und entscheiden dann, wie es weitergeht. Ja, von hier unten sehen wir dann diese Abdeckung. Da ist diese Abdeckung, da laufen die Zündkabel drin und die schützen die so etwas ja, vor der Hitze, einmal von den Krümmern hier, und machen es natürlich dadurch einem ein bisschen schwieriger, die Kabel zu tauschen. Aber ich baue dieses Teil jetzt ab und dann können wir auch das Kabel einfach wechseln. Hier, das ist der Anlasser. Der ist auch recht groß bei den Chevy Small Blocks. Der hat hier das Anlasserritzel, was dann in den Zahnkranz hier einrückt. Das kann man auch ganz gut hier sehen. Und ja, hier unten laufen die Leitungen vom Getriebe, vom Automatikgetriebe. Die laufen zum Ölkühler nach vorne. Also das heißt, ja, das sind so die Komponenten, die man da unten vorfindet und die einem da vielleicht auch im Weg sind. Aber wenn man ungefähr weiß oder die Leitungen dahin verfolgt, wo sie hingehen, dann kann man sich das meiste auch immer herleiten. Ja, hier auf der Seite muss man, wie ich eben schon gesagt habe, hier dieses Blech noch lösen. Da ist hier diese Schraube fest. Und dann kann man sich das entsprechende Kabel greifen und dann auch abmachen. Und zwar ist das dieses. Da muss man dann das noch hier hinten an dem Halter ist das noch befestigt. Da sitzt noch so ein kleiner Halter, wo das drin geführt wird. Und dann kann man das hier rausziehen und dann sieht man, wie sich das jetzt da ziehen lässt. Aber das geht natürlich ein bisschen schlecht. Besonders wenn man nur eine Hand dafür hat. Ich werde das jetzt mal in Ruhe da rauswurschteln und dann melde ich mich gleich wieder. So, kommt's.
Die Zündkabel sind jetzt alle wieder montiert und jetzt geht es zum nächsten Schritt. Ja, ein einfacher Test ist auch noch die Überprüfung des Zündverteilers. Da kann man sehr leicht schauen, ob die Kontaktflächen da korrodiert sind. Dafür muss man hier 4 von diesen Schrauben hier 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Dann kann man die Verteilerkappe abnehmen. Die ist mit so Haken dort unten befestigt. Dort unten sieht man das. Und hakt sich dann im Verteiler ein. Und indem man diese Schrauben hier eine Viertelumdrehung dreht, entsperrt man diese Haken und kann dann die Kappe abnehmen. Hier drunter befindet sich die Zündspule. Da sieht man auch, die ist schon mal hier verändert worden. Da ist schon mal eine andere reingekommen und auch hier die Befestigungen sind nicht mehr hundertprozentig. Da geht es hauptsächlich darum, dass diese Spule gut isoliert ist. So, man muss jetzt ein paar der Kabel lösen, um die Kappe ordentlich abnehmen zu können. Ich habe jetzt alle Kabel von der Verteilerkappe abgemacht. Dann kann man die im Ganzen nämlich auch abnehmen und dort sieht man auch die Kontaktflächen. Man kann entweder eine neue Verteilerkappe jetzt verbauen oder eben auch die Kontakte zum Beispiel mit einem Glasfaserradierer von Korrosion befreien. Und dort sieht man den Verteilerläufer. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Kontakte, die haben schon einiges an Korrosion hier. Man kann dafür einen solchen Glasfaserradierer nehmen. Man kann natürlich auch Schleifpapier nehmen. Bei Schleifpapier ist halt die Problematik, dass man ziemlich tief Riefen in das Metall einbringt und dann auch recht schnell wieder Korrosion erneut auftritt. Deswegen ist hier so ein Glasfaserradierer normalerweise ideal, um nur die Korrosion abzutragen und das restliche Metall eigentlich zu schonen. Ich werde das jetzt mal an allen Kontakten machen und das Ganze dann wieder einbauen. Es geht natürlich auch, eine komplett neue Verteilerkappe einzubauen, das ist auch überhaupt kein Thema. Wie gesagt, nur dadurch, dass das hier die Low-Budget Instandsetzung jetzt hier sein soll und ich da auch, wie gesagt, ein paar Sachen zeigen will, mache ich das jetzt auf diesem Wege. Die Verteilerkappen sind auch nicht teuer, also man kann die auch einfach tauschen. Ja, ich habe die Kontakte eigentlich recht gut mit dem Glasfaserpinsel wieder sauber bekommen. Ich habe allerdings bei der weiteren Überprüfung festgestellt, dass hier auch manche dieser Kontaktstifte Spiel haben. Und ich habe mich dazu entschieden, dadurch, dass das kein teurer Artikel ist, hier die Verteilerkappe durch eine neue zu ersetzen. Ich habe noch eine da. Da ist die Andruckplatte mit dem Andruckstift auch neu dabei. Und ich werde das Ganze jetzt hier rein umbauen. Und dann haben wir eine neue Verteilerkappe. Also manchmal muss man einfach abwägen. Und ja, da kann man keine generelle Vorgabe für machen. Es gibt auch sehr große Unterschiede bei den Verteilerkappen, also auch in den Qualitäten. Ich empfehle euch einfach lieber das teurere zu nehmen bei den amerikanischen Produkten. Da sind oft die billigen Sachen, das ist wirklich dann, die kosten dann in Amerika ein paar Dollar, werden dann hier hingebracht und ja, dann eben für einen normalen Preis verkauft. Aber wenn man sich dann die Einkaufspreise in den USA klar macht, dann weiß man auch oft, dass das keine hohe Qualität ist. Deswegen empfehle ich euch da lieber die teureren. Ja, die günstigeren funktionieren auch, aber meistens eben in der Dauer nicht so lange. Es wäre übrigens super, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir einen Daumen nach oben gibst. Ja, man muss die Zündspule dann umsetzen. Das heißt, die ist hier noch so drin und wird jetzt in die andere Verteilerkappe umgesetzt. Hier hat die Masseverbindung. Das heißt, das Gehäuse der Spule wird jetzt da mit der Schraube an die Masse verbunden. Und dort in der Mitte
Das ist der Ausgang von der Zündspule. Dort gibt die Hochspannung hier über die Feder an diesen federgelagerten Stift weiter und der überträgt die Hochspannung an den Läufer. So, hier kann man den Stift nochmal einzeln sehen. Der ist auch hier neu. Kommt dort rein. Und dann kommt hier diese Gummiplatte als Isolierungsschicht dazwischen. Und ja, hier ist der Ausgang von der Spule. Die Spule wird dann hier reingestellt. Die Kontakte werden dort befestigt. Und zwar hier dieses Prinzip mit der Spule oben in der Verteilerkappe. Das kam mit der HEI, also der High Energy Ignition von GM. Und die alten Corvetten, also eigentlich hier so ein Chrommodell, das hat noch das alte Prinzip, da sitzt diese Spule separat im Motorraum und der Zündverteiler ist, also Spule und Zündverteiler sind zwei verschiedene Teile und hier ist aber schon die modernere Zündanlage verbaut worden. Ja, die Zündkabel sind jetzt alle wieder korrekt gesteckt, in der richtigen Reihenfolge und der nächste Schritt, der ist jetzt halt ein Probelauf von dem Motor. Hoffentlich geht er an. Ich muss dafür natürlich auch noch die Zündung korrekt einstellen. Das heißt, wir müssen hier vorne das Ganze abblitzen und dann den Verteiler an die 100% korrekte Position bringen. Aber jetzt für einen ersten Lauf wird es hoffentlich so klappen. Ja, und dafür sage ich mal dem Lukas, starte mal den Motor am besten. Ja, ob die Corvette nochmal zum Laufen gebracht werden kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Und deswegen schaltet wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge.